sieht der Staub auch nicht anders aus als hier. Und ich kann meinen Vater besser kennenlernen. Sie wollen, dass ich gegen Ihren Onkel stimme. Mein Vater ist Ihnen doch auch mal sehr behilflich gewesen. Ja. Ohne ihn hätte ich Ryan Cosmetics wahrscheinlich gar nicht retten können. Sie wollen mich doch jetzt nicht rausschmeißen. Ich kann nichts dafür, dass ich mich in diesem Kasten hier, in diesem Schloss verlaufen habe. Vielleicht sollten wir einander vorstellen. Ja, also ich bin Graf Lahnstein. Sie werden mit meiner Arbeit zufrieden sein. Versprochen. Das freut mich zu hören. Und meine Hand hätte ich auch gern zurück. Ja. Ja, dann wollen wir hoffen, dass sich unser neues Hausmädchen so schnell wie möglich einlebt. Kommen Sie. Ach, Nicola, Ja? haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Ausgeschlossen. Na, dann habe ich mich wohl geirrt. Ja. Guten Abend, Herr Schneider. Haben Sie die Unterlagen dabei? Natürlich. Bitte. Hallo? Gehst du an den Tisch? Wieso das denn? Ich mag den Kerl nicht. Alexa, er ist ein Gast. Trotzdem, was Felix über ihn erzählt hat, das muss ein echter Kotzbrocken sein. Wirklich. Was genau wollten Sie über Ryan Cosmetics wissen? Welchen Stellenwert hat die Firma an unserem Konzern? Hängt das mit dem Misstrauensvotum zusammen? Sie wünschen bitte? Kaffee bitte. Für mich ein Cappuccino. Danke. Felix versucht mir die Leitung aus der Hand zu nehmen. Ausgerechnet Ihr Neffe. Seine Mutter hilft ihm dabei. Sie wissen, wie ich zu dieser Frau stehe. Ja. Sylvia Jones ist eine sehr unangenehme Gegnerin. Felix geht auch davon aus, dass Frau Brandner an der morgigen Sitzung gegen mich stimmen wird. Tja. So, bitteschön. Danke. Dankeschön. Ryan Cosmetics ist im Konzern immer noch sehr umstritten. Möglicherweise stellt sie sich auf die Seite von Felix. Na klar, damit der nach einer möglichen Machtübernahme nicht gleich den Laden verkauft. Das kann sein. Versteckt. Wieso denn das? Weil sie sonst checkt, was du von der ganzen Geschichte weißt. Los, sie kommen! Sag mal, wie läufst du eigentlich hier rum? Ja, ich weiß, das müssen wir bei der Arbeit tragen. Gott sei Dank sieht es niemand im wahren Leben. Was war das denn? Ach, wahrscheinlich ein Vogel oder so. Du glaubst es nicht. Ich habe ihn gestern gesehen. Und ich habe ihm die Hand geschüttelt. Dein Vater wohnt in diesem Block. Da wird es mal hin und wieder vorkommen, dass er euch über den Weg lauft. Eben nicht. Die Kepler, also meine Chefin sagt, dass ihn niemand stören darf. Und ich habe mich sogar mit ihm unterhalten. Und? Ja, ist ein richtig cooler Typ. Hängt ständig in seiner Bibliothek ab. Was interessierst du dich für sowas? Ja, das ist die Gelegenheit, ihn besser kennenzulernen. Also, ich muss jetzt auch wieder rein. Nachher vermisst mich die Kepler noch. Scheint ja ziemlich streng zu sein. Auch nicht schlimmer als die Aselmeier. Wofür ist der denn? Zum Lesen? Arno will doch bestimmt in 2 Wochen wissen, was du so von Prag gesehen hast. Du bist ein Schatz. Also, ich melde mich, ja? Und viel Glück. Ist sie weg? Ja, leider. Nico und der Adel. Wer hätte das gedacht? Hey, sie bleibt trotzdem deine Schwester. Nein, sie hat dich gestern erst rausgeworfen. Was erwartest du? Aber
Ich muss Isabel sehen. Ihr das alles erklären. Ja, jetzt musst du halt mal ein bisschen Geduld haben. Wenn du sie siehst, sag ihr, dass ich sie liebe. Okay. Tschüss. Und? Schönen Gruß, er liebt dich. Hast auch gemacht, als er mit Yvonne geschlafen hat? Isabel, Themawechsel, okay? Lars hat bald Geburtstag. Mir fällt nichts ein. Hast du eine Idee? Hallo. Hi. Hi. Sagen Sie mal, haben Sie auch ein richtiges Katerfrühstück? Ja, da bringen wir doch gleich was. Hört sich gut an. Wir setzen uns da hinten hin. Ja, okay. Und? Wie wär's denn mit einem Basketball-Dauerabo? Oder ein Autogramm von Air Jordan? Würdest du dich darüber freuen? Nö. Ich habe auch nicht Geburtstag. Nö. Fällt schon was ein. Herr von Beinbach. Frau Brandner, ich war gerade in der Nähe. Ja, bitte. Eine kleine Entschuldigung, Dankeschön, aber wofür? dass ich mir bisher noch keine Zeit genommen habe, Sie persönlich kennenzulernen. Ich denke, wir hätten uns heute bei der Aufsichtsratssitzung gesehen. Sie wissen doch, wie das mit diesen Sitzungen ist. Da bleibt so wenig Zeit für Persönliches. Ja, Sie werden entschuldigen. Wasser für die Blumen. Schön haben Sie es hier. Oh, danke. Und Sie denken, es sei besser, mich noch vor der Aufsichtsratssitzung zu treffen? Mein Neffe war gestern Abend bei Ihnen. Ah ja, jetzt werden Sie mir gleich sagen, dass ich ihm kein Wort glauben soll. Aber nein, ich bitte Sie, was Sie glauben, das möchte ich selbstverständlich Ihnen überlassen. Aber? Ich möchte Sie einfach nur bitten, sich auf meinen Standpunkt anzuhören. Immerhin werden in den nächsten Tagen die Weichen für unsere beider Zukunft gestellt. Ja, bitte. Bei Beinbach und Media gibt es gewisse Kreise, die eine ambivalente Meinung über ihre Firma haben. Ich weiß. Gehören Sie denn auch zu diesen Kreisen? Ganz im Gegenteil. Genau wie mein Bruder habe ich mich stets für den Verbleib von Ryan Cosmetics in unserem Konzern ausgesprochen. Das Gleiche hatte mir Felix auch versprochen. Frau Brandner, mir liegt sehr viel daran, die Zusammenarbeit mit Ihnen auch weiterhin zu intensivieren. Ich bin mir sicher, mein verstorbener Bruder hätte es mir gleich getan. Herr von Beinbach, ich kann Ihnen nur sagen, was ich Ihrem Neffen auch gesagt habe. Und das wäre? Ich gebe meine Entscheidung erst bei der Sitzung bekannt. Wie lange brauchen die hier eigentlich für ein Frühstück? Sei doch nicht so ungeduldig. Carla von Lahnstein? So. Ah, hallo. Volltreffer. Ich rufe dich gleich zurück. Ja. Warum haben Sie uns das Tablett nicht gleich vom Tresen aus zugeworfen? Das wäre schneller gegangen. Das tut mir wirklich leid. Das ist wirklich halb so schlimm. Darf ich mal? Und jetzt noch alles schön in die Fasern reiben, dann hält der Fleck ein Leben lang. Evelyn, es ist doch wirklich halb so schlimm. Das Frühstück können wir vergessen. Warum? Ja, willst du so ins Büro? Es tut mir wirklich leid. Und die Reinigung werde ich natürlich bezahlen. Ja, ich bin gerührt. Ja, das ist eine Visitenkarte. Ich rufe sie an und können in Ruhe reden. Ja, ja, gut. Super, der Tag fängt ja gut an. Dankeschön. Zum Wohl. So, kann ich Sie abstellen? Habe ich das bestellt? Ist ein bisschen groß für ein Dessert, oder? Das ist das Bild, das Johannes von Lahnstein auf der Auktion ersteigert hat. Aha. Naja, und ich dachte, es wäre eine Gelegenheit für dich. Was für eine Gelegenheit? Du bringst es ihm auf Königsbrunn persönlich vorbei. Hast du dir gedacht? Ja. Der Graf wird sich sein Bild wohl selbst abholen müssen. Ich werde ihn die nächste Zeit erstmal nicht mehr sehen. Der Platzteller und die Serviette bilden den Mittelpunkt des Grundgedecks. Die Serviette nur einmal falten.
Und dann den Teller in einem Abstand von 0,5 Zentimetern zum Tischrand platzieren. 0,5 Zentimeter. Wenn es 0,6 sind, soll ich dann den Tisch absägen? Da Sie noch Muße für Scherze haben, nehme ich an, dass meine Ausführungen nichts Neues für Sie sind. Ich habe alles verstanden. Gut, dann gehen wir jetzt zum praktischen Teil über. Das große Messer mit der Schneide nach innen auflegen und in einem Abstand von 1,6 Zentimetern zum Tischrand platzieren. Ich sag schnell Frau Schneider Bescheid, dann können wir los. Ich kann es ihm natürlich auch selber vorbeibringen. Also, ich bin gerne in Gesellschaft des Grafen. Dann tu dir keinen Zwang an. Wenn Frau Schneider Nico im Schloss entdeckt, dann fliegt alles auf. So. Falsch. Das Rotweinglas über die Spitze des großen Messers stellen und die anderen Gläser in einem Winkel von 45 Grad. Die Gläser bitte unten anfassen. Und wie ist das in China? In China? Ja, die essen da doch mit Stäbchen. Haben die auch große und kleine Stäbchen? Wir sind hier nicht in China. Und Ihr Telefon schalten Sie bitte auch aus. Und wenn es wichtig ist? Während Ihrer Arbeitszeit ist nichts wichtiger als Ihre Arbeit. Telefonieren können Sie abends so viel, wie Sie wollen. Hey, was ist denn das? Weiß nicht. Die hinter da hat jemand vergessen. Ah, das ist bestimmt von den beiden Frauen heute Morgen. Was denn? Guck mal, die sind gut. Ja. Also wer immer das gezeichnet hat, er versteht auf jeden Fall was davon. Kennt sich auch mit Frauen ganz gut aus. Hey, Hi. Oh, wow, alle Achtung. Seit wann interessierst du dich denn für Kunst, hm? Das ist ja wohl nicht schwer zu erraten, oder? Warum müsst ihr uns Männer eigentlich immer so reduzieren? Hm? Ach, was nützt die schönste Zeichnung, wenn das Modell nicht so schön ist wie meine Freundin? Da hätte ich schon lieber eine Zeichnung von dir. Denn mit der gleichen kriminellen Energie, mit der Bernd von Weinbach sich an die Spitze des Unternehmens intrigiert hat, wird er den Konzern generalstabsmäßig ruinieren. Das streichst du? Wir müssen den Leuten im Aufsichtsrat doch irgendwie klar machen, dass Bernd immer nur seinen eigenen Vorteil im Auge hat. Man überzeugt am besten durch Argumente, nicht durch Polemik. Wie mir das alles auf den Geist geht. Felix, wenn alles klappt und ich Geschäftsführerin bin, dann wird's für dich auch endlich ruhiger werden. Wenn. Na? Lauft euch schon mal warm für den großen Auftritt? Wüsste nicht, was dich das angeht. Es ist nur euer Fleiß, er ist zu reizend und hoffnungslos. An deiner Stelle würde ich schon mal einen Termin bei der Berufsberatung machen. Glaubt ihr etwa, euch gelingt, woran sich bereits Martin und Beatrice die Zähne ausgebissen haben? Ihr kriegt mich nicht aus der Firma. Abwarten. So. Und bitte ganz vorsichtig, ja? Der Herr Graf erwartet Sie bereits. Danke. Frau Schneider, Graf Lahnstein. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Sie scherzen. Darf ich bitten? Beim Dessertbesteck liegt der Löffel über der Gabel. Der Merksatz lautet er über ihr. Dass Sie einen Faible für Aktenmalerei haben? Das überrascht Sie. Allerdings. Ach, Frau Kepler, bringen Sie uns doch bitte eine Flasche von der Lahnsteiner Spätlese. Wie Sie wünschen. Das müssen Sie mir unbedingt näher erläutern. Gern. Wirklich ein wunderschönes Speisezimmer. Was haben Sie unter dem Tisch zu suchen? Mir wurde plötzlich ganz schwarz vor Augen. Dann decke ich weiter die Tafel für den Abend ein und Sie holen eine Flasche Lahnsteiner Spätlese und 2 Gläser. Ja.
Was suchst du denn? Meine Zeichenmappe, das gibt's doch gar nicht. Vielleicht hast du sie im Wagen. Ausgeschlossen. Sie muss hier irgendwo sein. Jetzt hilf mir doch mal. Auktionshaus Lahnstein, Evelyn Thoma, schönen guten Tag. Für dich. Lahnstein, hallo? Ja, Hanna Nowak vom No Limits, hallo. Ich glaube, ich habe Ihre Zeichenmappe gefunden. Ah, das ist ja wunderbar. Ich schicke sofort meinen Chauffeur bei Ihnen vorbei. Na, jetzt machen Sie sich aber keine Umstände, bitte. Ich brauche die Mappe heute noch. Wissen Sie was? Ich mache mich auf den Weg. Das ist wirklich nicht nötig. Mein Chauffeur... Das ist kein Problem. Ich habe sowieso in der Nähe zu tun und außerdem bin ich Ihnen ja noch was schuldig. Gut, wie Sie möchten. Gut, dann ja, bis dann. Ja, bis gleich. Tschüss. Deine Mappe ist wieder aufgetaucht? Ja, und zwar in dieser Kneipe. Und jetzt will Frau Nowak sie mir höchstpersönlich vorbeibringen. Wahrscheinlich, weil du sie vorhin mit deinen Blicken so beeindruckt hast. Höre ich da so etwas wie Eifersucht? Hätte ich denn einen Grund dazu? Also erstens kann sie sich sowieso nicht mit dir messen. Und zweitens steht sie mit Sicherheit nicht auf Frauen. Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie zu unserer Sitzung. Bitte, Herr von Weinbach. Danke, Herr Stitz. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wie Sie aus der Einladung entnehmen konnten, geht es heute nur um einen Punkt. Die Position des Geschäftsführers von Beinbach Media soll neu besetzt werden. Ich möchte... Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Was ich sagen wollte... Sie wissen, dass es nicht meine Art ist, unpünktlich zu sein. Und wir alle wissen aber auch, dass es sehr tragische Gründe sind, die uns heute hier zu dieser Sitzung zusammenbringen. Ich weiß, einige von Ihnen meinen, jetzt, da mein lieber Bruder nicht mehr unter uns weilt, wird sich alles ändern. Aber ich kann Ihnen versichern, ich werde die Geschäfte in seinem Sinn weiterführen. Entschuldigung, ich hatte Felix von Weinbach das Wort erteilt. Ja. Ich hoffe, ich konnte die letzten Wochen beweisen, dass nicht nur leere Worte, sondern Taten mich auf diesem Weg begleiten. Bitte. Wie Sie wissen, habe ich diese Sitzung einberufen, um Bernd von Weinbach durch den Aufsichtsrat absetzen zu lassen. Auch im Namen meiner Schwester, Franziska von Weinbach, beantrage ich ein Misstrauensvotum gegen den derzeitigen Geschäftsführer. Als seine Nachfolgerin schlage ich Sylvia Jones vor. Sie ist unserem Unternehmen seit langer Zeit verbunden und hat auch mehrfach bewiesen, dass sie in Krisensituationen einen kühlen Kopf bewahrt. Kannst du dich nicht krank stellen? Die Kepler ist doch nicht blöd, das merkt ihr sofort. Ja, aber wenn Frau Schneider dich da sieht, wissen Elisabeth und Arno spätestens morgen Bescheid. Ja, das weiß ich. Dann kann ich meinen Vater nie richtig kennenlernen. Kannst du dir nicht irgendwas brechen? Weißt du, wie weh das tut? Ja, nur so tun. Wickel dir doch irgendwas um die Hand. Was erzähle ich der Kepler? Nicola? Ich muss Schluss machen. Ja? Wie lange dauert das noch mit dem Wein? So. Und das bringen Sie jetzt augenblicklich zu den Herrschaften. Ich? Aber der Wein muss doch bestimmt noch entkorkt werden und richtig temperiert. Darum kümmert sich der hauseigene Sommelier. Beeilen Sie sich. Der Herr Graf schätzt es nicht, wenn man ihn warten lässt. Die Exponate müssen noch mal überprüft werden. Und außerdem, wenn wir die ganze Zeit zusammen sind, können die anderen vielleicht doch noch was merken. Hallo. Hallo. Kommen Sie rein. Hallo. So, hier ist das kleine Etwas. Sie können sich wirklich nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin. Vielen Dank. Was machen wir denn jetzt mit Ihrem Kostüm? Das hat Zeit. Im Gegensatz zu mir. Wir haben gleich eine Auktion. Ah. Dann vielleicht ein anderes Mal? Ja, ich habe da noch eine Frage. Sagen Sie, diese Zeichnungen, sind die von Ihnen? Ja, das sind meine. Sie sind hervorragend. Ich bin nämlich noch auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk. Das tut mir leid, die Sachen sind leider unverkäuflich. Ah, nee, so war das nicht gemeint.
Ja, ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie sich auch vorstellen könnten, mich zu zeichnen. Meine Damen, meine Herren, ich hoffe, Ihre Entscheidung fällt im Sinne der Firma aus. Du warst sehr gut. Dein Vater wäre stolz auf dich. Herr von Beinbach, möchten Sie noch etwas sagen, bevor wir abstimmen? Wissen Sie, auf geschäftlicher Ebene haben Emotionen keinen Platz. Umso mehr wundert mich, dass mein Neffe bei seiner Rede nicht ganz frei davon war. Eine Frage, Herr von Beinbach. Was hat das mit der Abstimmung zu tun? Herr Dr. Wischnitz, wenn man sich bei seinen Entscheidungen von Emotionen und nicht von Tatsachen leiten lässt, kann es mitunter fatale Folgen haben. Und bei der Auswahl meiner Nachfolgerin hat sich mein Neffe von Gefühlen leiten lassen. Frau Jones ist die Mutter dieses jungen Mannes. Die Führung des Konzerns lag bisher immer in unserer Familie. Wäre Frau Jones dazu befähigt, dann hätte ich auch keinen Zweifel. Sie wissen, dass Taylor Pictures die Firma von Frau Jones vor einiger Zeit Konkurs anmelden musste. Ich lege Ihnen daher ans Herz zu prüfen, ob das die richtige Referenz für den Posten des Geschäftsführers unseres Konzerns ist. Ganz gleich, wie Ihre Entscheidung ausfällt, ich hoffe, sie ist im Sinne meines verstorbenen Bruders. Was mich betrifft, ich bin bereit, die Verantwortung zu tragen. Heißt das, Sie treten gegen Sylvia Jones an? Ich sehe das als meine Pflicht. Gut. Dann frage ich Sie, wer von Ihnen ist dafür, dass Bernd von Beinbach Geschäftsführer bleibt? Mit der Stimme von Bernd von Beinbach wären es dann 3 Stimmen. Wir sollten jetzt entscheiden, wer dem Vorschlag von Felix von Beinbach zustimmt. Kommen wir also zum nächsten Wahlgang. Moment. Hiermit spreche ich Bernd von Beinbach mein Vertrauen aus. Entschuldigen Sie vielmals. Es ist vielleicht besser so, schließlich bin ich mit dem Wagen da. Darf ich Sie als kleine Wiedergutmachung zu meinem nächsten Galadinner einladen? Ah, gerne. Es war mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits, Graf Landstein. Wiederschauen. Wiederschauen. So, der Wein. Ach so, der Wein, ja. Und wenn ich morgen früh einen Kaffee trinken möchte, dann sage ich Ihnen das am besten jetzt gleich. Herr Graf, es tut mir so leid. Ich verspreche Ihnen, dass das nicht wieder vorkommen wird. Das will ich hoffen. Sonst könnte ich erhebliche Zweifel an Ihrem Händchen für Personal entwickeln. Und so geht es weiter. Ja, ich habe ihr diese Mappe vorbeigebracht und ja, dann habe ich sie gefragt, ob sie mich zeichnen will. Ja, für Lars zum Geburtstag. Ja, und macht sie es? Nee. Aber ich habe sowieso keinen Bock mehr auf dieses Versteckspielchen. Das heißt, du kommst zurück? Ja. Ich werde nur noch mein Geld holen und dann bin ich hier Geschichte. To